Guten Morgen, ich grüße dich in den Namen des Herrn Jesus Christus. Ich freue mich sehr für diese Gelegenheit, von der Morgens hier taub zu kommen. Ich check nochmal vorwärts noch taub kommen in Gemeinschaft haben mit Gott seine Kinder. Ich möchte für das Morgens über das Thema reden, was immer die Foda Deit. Und ich möchte reden über Geschenke geben. Wer von euch hat gemerkt und plant ein Geschenk zu geben, diese Weihnachten? Kann ich Ihnen sagen? Okay, meist alle planen sie Geschenke zu geben. Von der Tag, als das sehr Mode in der Welt, in uns Land, wir sehen, dass Menschen, als sie Christen sind oder nicht, die geben Geschenke. Die meisten planen Geschenke zu geben. Und das ist gut. Als Christen, einzige, und sage ich vielleicht auch mit bekannt, die holen sich drei davon. Die sagen, Geschenke geben, das hat mit den Nikolaus zu tun, und das hat mit Aufgärterei zu tun, das hat mit der Welt zu tun, und nur weil wir nicht Port annehmen. Und so dann holen sie sich ganz drei davon, nicht nur bloß dort, dann hier ganz ab, even mit Weihnachten zu celebraten. Und ich glaube, das Kriegwort, die Feind gefallen hat, wenn wir entweder einweich in eine Ditch gehen oder an eine andere Seite, solange wir nicht in der Meer weich bleiben. Und wenn wir denken an Geschenke geben, das ist eine gute Frau, zu fragen, wo kommt das her? Wo wir Geschenke geben? Was ist der Hintergrund davon? Der Gedanken kommt nicht von Menschen. Der Hintergrund kommt nicht von dort, wo St. Nikolaus viele Jahre anfangen hat. Der Anfang geht noch viel wieder drei. Wir sind in Johannes Kapitel 3, Vers 16. Und mit diesem Vers sind wir alle bekannt. Und hier lesen wir, denn Gott hat die Welt so lieb gehabt, dass er sein einzigen Sohn gab, dass alle, die an ihm glauben, nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. Die meiste Verse, die ich wieder lesen kann, aus Elmer Rema, seine Übersetzung. So, wenn vielleicht ein klein bisschen anders ist, als was in Juni Übersetzung du hast, dann wird ihr warum. Gott sagt in seinem Wort, Jesus sagt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einen Sohn gab. Er gab die größte, beste Gabe zu uns Menschen, was keiner von uns sich verdient hat. Gott lebt und da wir ihn geben. Seine Leben braucht an Batur, dass er geben hat. Und das wird Leben dat. Jemand hat gesagt, du kannst geben ohne leben, aber du kannst nicht leben ohne geben. Leben dat geben. Leben ist nicht bloß ein Wort. Leben ist nicht bloß eine Feilung. Leben ist, was wir tun, wenn wir wirklich Leben haben. Wenn wir wirklich Leben haben, dann tun wir was mit. Gott lebt die Welt und er tut was mit. Er sagt, was als Bedürfnis wir und er erfüllt uns Bedürfnis. In Jakobus Kapitel 1, Vers 17 sagt er, alle gute Sachen und alle vollkommene Gaben kommen von boven herauf, von den Foda. Alle gute Gaben kommen von boven herauf, die kommen von Gott. Er lässt ab uns kommen. Wo wen soll uns lieb haben. Durch wen jaft er. 1. Johannes 3, Vers 17 sagt er über, wer in der Welt Gott auf ist, und sitzt sein Bruder haft
fehlt dort neidig. En dat zijn hart toesluiten je aan. Wo kan God zijn lijf en aan zijn? Seid ihr, wenn wir diese Welt gut haben, wenn wir materialisch gut haben, und wir unseren Brüder sein, die dort leiden, die dort Not haben, und wir schließen uns hart zu, sagt ihr, wo kann Gott seine Leib an die dann wohnen? Und andere wird das allmählich. Wenn Gott seine Leib an uns wohnen hat, dann da wir geben, weil Gott leift und er jaft. In Johannes Kapitel 5, Vers 19, sieht Jesus, als hier irgendwie, er sagt, was immer der Foda deed, dort hat er sehen auch. Wenn wir Jesus sein Leben betrachten, dann hat er immer gegeben. Wo er Not sagt, wo er Bedürfnis sagt, dat er gegeben. Er geeft dort, wo die Menschen fehlen leid. In Epheser 5, Vers 1, sagt er, als Gott seine Liebe kennt, streeft immer ähnlicher zu werden. Als Gott seine Leibende kennt, sagt er, dort auch Gott probeert mehr ähnlich zu werden. Was haben wir dort tun? Indem, dass wir geben. Indem, dass wir geben von dort, was Gott uns gegeben hat. Denn wir können nicht geben, bitte von dort, was Gott uns gegeben hat. Because alle gute Gaven kommen von boven. Gott hat uns dort alle zukommen lassen. Und Moses sagte, dass Gott gibt uns eben die Kraft, Reichtum taub zu schaffen. Das kommt alle von ihm. Gott gibt, wie es leift. Jesus sagt, wenn ich die Foda sei, dann dort euch auch. Jesus leift und er gibt. Nie sagt er, als Gott seine leibende Kinder streeft immer mehr an, ähnlich zu werden. Und wenn wir Gott seine Leib an uns haben, dann werden wir auch geben. In Matthäus 7, Vers 11, sagt er, wenn je dann, da je bei sind, doch weiten jene Kinder gute Gaben zu geben, wo viel mehr wird jene Vater im Himmel jene gute Gaben geben, wenn je am noch Frauen. Gott sagt dort, wie als eierrechte Menschen, sagt Jesus, je weiten jene Kinder gute Gaben zu geben. So dass es nicht dat älteren Kinder Gaben geben dann. Jesus anerkannt dat. Und er sagt, even so eine, was da unabrechtig sind oder schlecht sind, Beise, sagt er, die tun das auch. Even in der Welt sehen wir, dass die Menschen, die geben auch Gaben. Vielleicht nicht mit der rechten Einstellung, aber die geben Gaben. Und er sagt er, wenn die dabei sind, weiten jede Kinder gute Gaben zu geben, sagt er, wie viel mehr wird die himmlische Vater gute Gaben geben zu denen, die haben dann eine Frau. Gott ist ein gebender Gott, wie es ein leibender Gott ist. Und wir sollen gebend sein, wie es wir leibend sein. Das soll unsere Ursache sein, zum Geben. Bloß weil es andere Menschen mit einer falschen Einstellung oder mit einer unrechten Ursache geben, dann, eins die geben vielleicht, weil sie weiten Antworten gegeben worden, dann würden sie sich unmöglich fühlen, wenn sie da nicht eine geben, dann sie durchwehen. Andere die geben vielleicht durchwehen, dass sie will haben, dass sie dann geben. Und das ist okay, wenn das up to date. Das ist nicht das Problem. Du weißt, da das nicht eine gute genug Ursache zu uns sein, da wollen wir das ganz wegbleiben davon, da wollen wir verhebst nicht geben. Da wollen wir bloß uns zu tun, ist, was es verhebst nicht mal angeht. Das ist die Haupteinstellung, die Ursache, wo wir ihn wieder tun, was der Unterschied merkt.
Wenn wir goven geben dann, dort ist eine Uitdrukking von was in uns hart ist. In Matthäus 2, Vers 11, lesen wir von den Wesen, was vom Morgenland kamen. Sie hatten den Stieren im Himmel gesehen und sie wussten, was das bedeuten hat. Dort ein besonderer Kind geboren wir in Israel, dort ein neuer König geboren wird. Nicht ein gewöhnlicher König, because das wir even die Stieren im Himmel weisen dort, betekenen dort, und dort kamen sie. Und sie haben sich reingemerkt, als sie kamen. Und sie wollen anbeten, diesen König. So wir wissen, dass wir nicht ein gewöhnlicher König, wo sie aber rechnen deuten. Und als sie kamen, sagt Matthäus 2, Vers 11, und sie kamen an das Haus hinein und sahen das Kind und seine Mutter Maria. Und sie fallen vor an Hand und beten am an. Und sie merken ihren Schatz ab und geben am Geschenke Gold und Weihrauch und Myrrhe. Anzubeten, deuten sie 3 Dinge. Sagt, dass sie beten sich vor an, sie beten am an und sie geben Geschenke. Du kannst nicht wirklich anbeten, ohne zu geben. Geben ist damit verbunden. Erstlich, am ersten Platz, wenn wir Gott anbeten wollen, müssen wir am erst ans Wort geben. Darum ist es unmöglich, Gott wirklich anzubeten, wenn wir ihm nicht ans Wort geben. Wir machen uns einmal demütigen vor ihm, anerkennen, wer wir sind, und anerkennen, wer er ist. Dann wir wirklich anbeten. Und dann von dort geben, was ein Ausdruck ist, dass wir am Leben tun. Du kannst nicht leben ohne geben. Du kannst geben ohne leben, aber du kannst nicht leben ohne geben. In Matthäus 24, Vers 40, wir fragen uns vielleicht, na wat ja wie Gott zu Gott geben von dir? Jesus ist hier nicht im Fleisch so persönlich als er geboren wird, wegen die Wesen nur am Keim. Was habe ich von der dann geben, anzubeten? Weil in Matthäus 24, Vers 40 sagt Jesus uns, wann eng en dat gerecht, wat hij deze zien je door no rechten, wat hij gedaan had, en zegt hij, en de kan ik wat antwoorden en zeggen, en wat het zij kunt, wat je voor een van deze geringste van mijn breiden gedaan had, dat had je voor mij gedaan. Wat kost u Gott, wat kost u Jesus een Geschenk geven en am damit aanbeten? Wann du dat uit live zu den nächsten des. Dat is krak so, als wenn wir Gott selbst dat geven doen. Hij sagt, hij nimmt das so persönlich. Er sagt, was je für den Nächsten gedaan hat, even für den Geringsten, dat hat je für mich gedaan. Dat nimmt hij persönlich. So wie Gott anbeten wollen, und am Ehren wollen, damit wir einmal erstlich ans Wort geben, ans Beten für anerkennen, wer wir sind, anerkennen, wer er ist, und dann geben, als ein Ausdruck, ein Beweis von unserem Leben, dass er wirklich ist. Wenn wir Gaben geben dann wird dort ein Verhältnis.
dat steht in Verhältnis mit die, zu wem wir Gaven geben dann. In Sprüche 19, Vers 6, sagt dort, viele proben sich in einen Hochbeamten oder Hochstehenden anzuschmeicheln, en allemal als een vriend van een der Geschenke jaft. Allemal als een vriend te den wat geschenk jaft. Weet je, when somebody in the unit komt, put it on you there on, en du merkst dir op, dat is ganz vreemd, en de houdt die een geschenk aan, dan had voets de vrouw, wat wil die? Willst du weten dat du hast nicht ein Verhältnis mit dieser Person, du kannst sie nicht mal, en de campen houdt die een geschenk aan, dan weet they will something. Een geschenk merkt de der op voor een mens. Die weten dat, die probeeren dat te gebruiken om bij jullie in de derde te komen, dat ze jullie wat aankoppelen kan. En dan val je, nu ga je dat geschenk genomen, dan val je nu schuldig dat je matten wat kijken van die wils. Die hebben je toch een geschenk gegeven. Zie, du hast een verbinding tussen dem, wat het geschenk geeft, en dem, wat het geschenk aanneemt. Ik zeg zo als dat bij God. Maar God komt niet hingeriks, dat hij ons wel wat aankoppelen. Hij geeft ons vrijwillig openlijk zijn golf en biedt ons die aan. De golf, wat we niet worden, anders wij krijgen kan, niet verdienen kan, of kijken kan. Maar zegt er, jeder einer is een vriend van den, wat de golf geeft. Dus ik zeg, wanneer somebody komt en put het on der aan en houdt je een geschenk aan, je kan de persoon niet, dan zeg je voets met je woord dat is wel something. Maar when somebody wat je leeft, komt en brengt je een geschenk, dat brengt je bis nach dichter taub. Dan sei je de live aan de arbeid. Die zijn dat niet bloos met mühl, die wiesen dat. En wat je hebt met vele andere dingen te doen als met geschenken, maar geschenken als eenweg. De Bibel zegt, jeder einer is een vriend van den wat geschenken geeft. Een geschenk brengt wat met zich. Dat is een bewijs dat je leven hingen is. In de golf geven erfällt Christus zijn Gesetz. 1. Johannes 3, Vers 18. Sagt hij, lieve kinderen, wel we niet bloos met wied oder met wat we zeggen, onze leven bewijzen, aber in waarheid dat met werken bewijzen. Dit is een bevel dat we niet meer bloos met een muil zeggen dat we leven doen, maar we dat met onze werken bewijzen. Dus ik zie dat je op veel meer andere wegen ook te bewijzen als met geschenken geven, maar geschenken is een van die wegen waar we leven wezen doen. Want we voor onze kinderen, of onze familie, of wem immer, geschenken geven doen, dat we weten wie leven. Niet wils, weil dit is wat de nuber staan. Weil dit is wat de anderen doen. Dit is wat alle andere mensen doen, zo dan moet ik ook. Dat is niet goed genoeg gezegd. Maar wanneer we geven, wils we leven, wils God geeft, wils hij leven deed. Jezus geeft, wils hij leven deed. En hij zegt, je leven kinderen, dat niet bloos met wie het leven, maar dat met je de werken bewijzen. Dat je leven aan einer van de anderen.
Begoven, die kommen auch mit einem Preis. Wenn ihr sind Schatten gefahren in dieser Zeit, dann wollt ihr gewahr sein, dass alle Goven haben einen Preis da an. Die kommen nicht umsonst. Wir können nicht bis vorne uploaden und hier vorne geben. Das kommt mit einem Preis. Du hast einen Preis bei. Und du noch, ich habe auch noch Gott seine Gove kicken. Was für ein Preis told er, um uns zu erleisen? Wenn Gott bloß hat einen von seinen Engeln geschickt, hier habt ihr uns probiert zu erleisen, da würde wir sagen, na, das hat ihm nicht sehr viel gekostet. Er hat Dutzende und Dutzende und Dutzende Engel durch. Und so, wenn er einen von seinen Engeln abgibt, das wird nicht Tango oder Preis. Weißt du, wenn du $10.000 in deine Fub hast, und du gehst in Toronto lange Sidewalk und du sitzt du ein, die sagt du mit seinem Kuffel und hält ihn an und du nimmst einen Luni und schmissst es dann. Das wird dir nicht sehr weit tun. Das kostet dir nicht sehr viel. Gott schickt nicht seinen Engel. In Hebräer sagt er, zu wohnen von seinen Engeln hat er jemals gesagt, du bist mein Sehen, von der habe ich die empfangen. No, er schickt seinen einzigen Sehen. Gott selbst nimmt Fleisch an, Menschengestalt, und lebt hier auf Erden. Er sagt, es ist gekommen, mein Leben Hand zu geben, um uns zu erleisen. Er told in sehr, sehr hohen Preis. Wenn wir lesen dann, wo er im Garten Gethsemane kämpfen deed, wo er verrot ward, wo er verspott ward, und dann gekreuzigt ward, in Schlacht neu geredet ward, dann sei wie was vom Preis er tolen deed, wo groot seine Leib wird er nicht trehilt. Nicht mal der letzte Lack Blut hielt er treu, um uns zu wissen, wo sein Leib er uns hat. So eine Gove schenkt Gott uns. In 2. Samuel, Kapitel 24, Vers 18 in Wiebe, haben wir die Geschichte von, als Gott Israel rechten deed, als David, der König, hat all die Soldaten geteilt, oder all die Menschen, die können Soldaten sein, teilen lassen, zu sein, wie groß seine Armee wird sein. Und da hat Gott ihm ganz verboten, da hat er keine Freiheit, weil dann würde er sich anfangen, auf Deit zu verloren, auf seine große Armee. Und Gott will, er soll sich auf ihm verloren. Aber David war ungehorsam. Und er hat lassen, die Tal, und dann als die Arbeiter zurückkamen, was sie geteilt hatten, sagte er, dann schlug sein Gewissen an, dass er das getan hat. Und dann schickt Gott seinen Prophet und sagt ihm, du wirst sicherlich die Folgen abkommen, was du getan hast. Du wirst Straf kommen, ab der Sinn, was du begonnen hast. Und er leidt am Wählen von 3 Wohlen. Und er wählt sich ein. Und als dit ist vandaag kwam, dat die Plau op de mensen kwam en duizenden starven dadurch. Midden door bank, schickt Gott zijn Prophet, en dit is zoals wie van God immer waren en immer waren zijn. Midden im Trouble schickt hij hulp, schickt hij rood. Du jaft hij genood, du erbarmt hij zich. En kijk ze dat hij hier, midden in dem, dat zoveel mensen sterven leiden, bijna een paar deel, schickt hij den Prophet, nu David, den Prophet God, en dan seht ihr an, wat hij doen zal. Ik wil die versen hier lezen, die 2. Samuel 24, van aan vers 18.
sagt er, in Gott kam nu David und zei zu ihm, go nu den Draschplatz bei Arana, den Jebusiter, und stell du einen Altar ab für den Herrn. Und David gehorcht den Herrn sein Wort und deed, was Gott seht. Und als Arana abcheckt, in den König in seine Männer nu kommen sah, ging er entgegen und kniet sich bald auf die Erde für David. In Arana seht, mein König, warum kommst du nu mir? Warum bist du nu mir gekommen? Und David seht, ich sie gekommen, weil ich mocht den Draschplatz von die Keipen und durch einen Altar für den Herrn bauen, so dass die schlimme, wankende Krankheit können abgehoben werden. In Arana sagte David, mein Herr und König, nimm den Platz und merk so ein Opfer, als du weißt. Hier kannst meine Rinder dort schlachten und nimm den Draschschlap in das Joch für das Halt. Ich gebe dir dort, mein König, mocht der Herr, den Gott, den Opfer annehmen. Aber der König sagte nee, ich will die dort aufgeben. Ich will nicht ein Opfer für den Herrn, mein Gott, merken, was mir nicht gekostet hat. Und so kauft David den Draschplatz in der Rinder für 50 Silberstücke. David wird befohlen, dass er soll nun gewissen Platz gehen und durch ein Altar bauen und durch ein Opfer merken, so dass diese Plau wird abhören. Er ging nur den Platz und der einen Dämmer, wie so gut zu ihm, die kommen und knallt sich an und sagt, was weißt du? Und sagt, das sehen sie, ich gebe dir das, kostet alle Hand. Kostet mir Draschplatz, du kostet den Altar bauen, kostet eben meine Osten schlachten und die brauchen zum Opfer. In meine Bereitschaft, da wird von Halt gemerkt, dass kostet Brücken aus Halt zu den 4 merken. Alles sagt er, das dient, kommt was die geben. Oh nee, sagt David. Ich werde cheiten von die, mit einem Preis, weil ich will nicht den Herrn in Opfer bringen, sollen, was mir nicht kostet. Du hast einen Preis verbunden mit jeder Gabe. Weil es Leben geht nicht anders zu beweisen, als wenn das was gekostet hat. Du hast einen Preis dahinter. Und ich möchte Ihnen ansparen, wenn die diese Weihnachtszeit geben tun. Merkt sicher, dass die mit der rechten Einstellung geben tun. Don't nicht aufknicken, weil es, oh, das kostet so viel. Aber gebt doch nicht mehr, als was die haben. Gebt von dort, was die haben. Gebt, weil es die Leib wirklich bewiesen werden. Und dort ist ein Bild von dem Leib, was Gott uns bewiesen hat. Woran zu dieser Zeit? Weil das ist die Zeit, wo wir uns erinnern tun, dass Gott uns hat so ein großes Geschenk gegeben, mit so einem großen Preis, und damit hat er seine Leib bewiesen. Keinmal, wo wir in Gottes Wort lesen, wo er seine Leib beschrieben hat, wo er nicht auch beschrieben hat, den Preis, was er dafür tun hat. Im Alten Testament Werke lesen wir, wo Gott sieht, wo er sein Volk, wo er sein Volk leben hat und sich erbarmen hat über die, und dann sieht er kurz, was er tun wird, die zu helfen. Dass er wird ihre Sünden versöhnen, vergeben.
uit dem Stich nehmen. Als Johannes Jesus sagt, komm, sagt er, dit is dat Lamm Gottes, wat de Welt ihre Sünde uit dem Stich nimmt. Wat diese Welt ihre Sünde draagt. Und die draagt die weg. Dort ist Leben. Die grootste Gabe, was wir geben können, zu anderen Menschen ist vergeben. Wie so hat Gott seine Leben zu uns gewesen, dass er uns vergeben hat. Weet je, die Menschen, die da im Krieg standen, die da spatten hatten, die da verrot hatten, die da verloren hatten, die da beschuldigen hatten, zu da sagt Jesus, oder von da redet er, als er zu den Foda redet, da sagt er, Foda, verjeft dich. Noch nicht einer von dir hat ein eigen sein oder hat nur Vergebung gebracht. Er verjeft dich. Als er seine Jünger bejeden deed por der Lothar, der erste wir uit zijn Mühl wären, Friede mit Jünd. Weet je, wenn du ein Kampf hast, wenn du Betternis hast, wenn du Unvergebenes hast, dann hast du dich Friede. Die zwei Dinge kann nicht auf eingestehen sein. Jesus stoppt dann ihre Mädchen an und sagt, Friede mit Jünd. Er hat ihn vergeft. Und er mocht die ansparen, wenn du irgend Betternis in dein Hart hast, gegen irgendwem, Unvergebenes. Wenn du einen Grudge hast, gegen irgendwem, verjef den. Das ist die grootste Gabe, was du geben kannst. Das ist bloß möglich, wie es Gott uns vergeft hat. Und von die Gabe, die alle Gaben von boven kommen, von die können wir anderen auch geben in Vergebnis. Das ist die grootste Gabe, was wir geben können. So, was wir dann? Vielleicht wird das viel unterschloten, als was die anderen geben dann. Als Jesus die geben, die Menschen, die vorbeigingen, für die leidt das nicht viel anders, was Jesus, was die Mittelste geben, als was die anderen und jeder Zeit geben. Die geben alle ihr Leben durch an. En den, wat aan de mat hing, die wordt zo verspot. En die wordt kracht door mank geteilt, mank de andere. Da können die Menschen vorbeigehen, kostet das nichts sein, dass du ein Unterschied wir, was er geben leiden. Aber wir eine Welt groß Unterschied zwischen dem, was er geben leiden. Die, was da stunden und dort anschauen, was eng, die sagen den Unterschied. Der römische Kommandant, was du angestellt wird, als er sagt, wo Jesus sein Leben abgibt, wo er sein Yes abgibt nur den Foda, wo er durch starb, dann sagt er, sicherlich, das ist das Sehen Gottes. Und wenn ihr Werken von wie geben dann, das mag vielleicht gerade so loten, als andere geben dann. Aber die, die das wirklich erfahren, das Hort, was dahinter ist, die wollen ein Unterschied sein. Ich gebe nicht mal bloß, weil die hat mir auch getan, weil ich mich schon jemand auch geben. Oder ich gebe zu dessen, weil ich will haben, die sollte mir auch geben. Nee, ich gebe, weil es mir als gegeben worden. Im Leben bezwingt uns, dass wir auch geben. Liebe Kinder, sagt Gott sein Wort. Wenn wir nicht bloß mit Wied und mit Müll leben, aber mit unseren Worten. So, wo immer Gott jünt, der aufmerkt, die Gelegenheit jaft, und Weisheit jaft zu geben, diese Weihnachtszeit jeft. Dort wird auch ein Preis mit verbunden sein, und das wird vielleicht nicht Geld sein, das könnte vielleicht was anderes sein. Das könnte vielleicht Vergebung sein. Das könnte vielleicht sein, dass somebody gehen und bekannt. Ich habe
een grudge gehad tegen die. Ik heb me veroordeeld en verbetterd tegen die. En ik zie aardig toe aan. Ik ga gezindig tegen die. Ik vergeef die. Vergeef me dafür. Dat wordt veel groter geschenkt zijn. Als meer dan 100 zadels in de korten en staten in leven nemen. Wat immer Gott an je hart legt, wat je geven zullen, geef dat. Laat je niet van andere mensen zijn, oh, Biels, du bent aan alle zijden zonder te geven. Van de aardige Ursache, dan zullen we er wel weg van blijven. Laat je het niet van nur deze zijde en niet nur deze zijde schmieden. Geeft, dat is göttlich. Leeft. Dus wanneer je leven doen, dan word je geven. Op een weg oder den andere weg, wo immer Gott je leiden dat, van dat wat Gott je gegeven heeft. Mag Gott je zegnen, deze Weihnachtstijd met gaven, wat er gratis zijn, als geld kijken kan. En mag je, durch Gott die genode, gaven geven, wat er veel meer wert zijn, als de nummers, wat aan den Prijs angeschreven zijn. Mag Gott je zegnen. Dat we beten. Himmlischer Foda, dankzij für die grote Gabe, wat er nicht te beschrijven is, wat we niet uitrekenen kunnen oder vergelijken kunnen met irgendwas anderes, wat we gekregen hebben. En in deze tijd van jaar erinnern we ons van wo du deine Leib zu uns bewiesen hast. Nicht teruggehouden hast, hast zo'n großen Preis getold, uns deine Leib zu erfahren lassen. Nicht mal bloß sein lassen, aber erfahren lassen. Du hast uns so gesehen mit so vielen Gaven, und alle gute Gaven kommen von boven. Herr, als das tägliche Gaven sind, als das jährliche Gaven sind, was immer das ist, alle gute Gaven kommen von dir. Du dank wir dir für, Herr. Und von dort, was du uns gegeben hast, Herr, will wir als ein Dankopfer zu dir auch wiedergeben. Wir wollen es zu dir geben. Und du sagst, was immer wir zu den Nächsten getan haben, even zu den Geringsten, dort haben wir zu dir getan. Help uns, Herr, dass wir würden mit ein frohes Wort geben. Nicht, wie es andere Menschen geben dann. Nicht, wie es wir erwarten, dass sie uns geben wollen. Aber wir wirklich würden geben, uit ein Hort, wo du everan mit deinem Leib willst du das allmählich zu leben und zu geben. Und help uns auch, Herr, zum sein, wann die Gaven sind, was wir geben sollen. Als das Vergebnis ist, als das eine Versöhnung ist, mit unseren Bruder oder Schwester, oder was immer das ist. Wo immer du was haben, das wir geben sollen, merk uns rein, zu geben, so du uns gegeben hast. Dankeschön, Herr, für was du uns gewesen hast in dein Wort, und dass du immer weiter geben darfst. Du sagst, dass du jetzt zu der Gute, auch zu der Schlechte. Du lässt deine Sonne scheinen über die, du bringst den Regen über die, du sehnst die, willst du die leben darfst. Dankeschön für deine große Leib, was du nicht zu beschreiben ist. Wir preisen dich in Jesus' Namen. Amen.